Also momentan tendiere ich tatsächlich eher dazu, FEC einfach mit 2 Chars zu spielen. Also tatsächlich ist es so, und ich merke es jeden Tag wieder, dass obwohl ich sogar frei habe, oder hatte, besser gesagt, aber jetzt ist ja wieder Wochenende und Montag ist Feiertag. Also selbst jetzt in dieser Zeit mit vielen Feiertagen und Urlaub und Pipapo, ne? Wo man kaum gearbeitet hat. Muss ich sagen, gehen mir diese ganzen Charakter schon ein bisschen auf den Sack. Na? Montag ist Feiertag, in Bayern ja. In Bayern ist Montag Feiertag. Sie. Und, also ich meine, was mir momentan am meisten auf den Sack geht, ist Equipment hin und her tauschen wegen Kriton. Ich muss jeden Tag mindestens 2-3 Mal mein Equipment hin und her tauschen von 2-3 Charaktern. Das ist ziemlich nervig. Das frisst halt auch echt viel Zeit. Also jedes Hin- und Hertauschen zusätzlich hat 1-2 Minuten. Du musst erst einen Charakter wegtauschen, umloggen, zurücktauschen. Und das halt immer 2-mal. Also da geht wirklich immer relativ viel Zeit drauf. Auf so Woche oder Monat hochgerechnet ist das schon echt viel Zeit. Und auch Tower Dailies. Also ich meine, bei Tower F5 war es halt wirklich so, Tower F5 richtig schnell, so 6 Minuten. Und langsam waren schon so 8 Minuten. Tower F5. Aber Tower F7 ist schnell schon so 10, 11 Minuten und langsam eher so 15. Also die Tower Dailies Zeit hat sich, selbst wenn du schnell bist, auf 10 Minuten erhöht. Von vorher 6 oder 8. Und mit jedem Set von neuen Charaktern muss es ja einmal mehr machen. Also selbst wenn ich alles in 10 Minuten schaffen würde, weil dann auch wieder die Zeit zwischendrin Charakter wechseln, Party hin und her tauschen, Equipment hin und her tauschen, der ganze Scheiß kommt ja auch wieder mit rein. Also jedes zusätzliche Tower Daily hat auch wieder eine zusätzliche Zwischenzeit zwischen den Runs. Vergeht ja auch ein bisschen Zeit, plus die ganzen Quests annehmen. Allein das dauert auch immer eine Minute gefühlt. Insgesamt 32 Quests annehmen und so. Es besteht dann aus mehr als nur aus dem puren Tower Run. Und ich denke halt, wenn ich jetzt nochmal 8 Chars dazu nehme, dann bin ich allein jeden Tag mit fast 1,5 Stunden Tower wahrscheinlich beschäftigt. Und es lohnt sich zwar, also ich sage nicht, dass es sich nicht lohnt, das würde ich nie sagen, da müsste unsere Inflation, also müsste der F-Coin-Preis sich verdoppeln wahrscheinlich, bis sich das nicht mehr lohnen würde und selbst dann wird es sich wahrscheinlich noch lohnen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da noch Bock drauf habe dann, weil dann wird halt auch wirklich gefühlt der halbe Stream nur noch aus Tower-Dailies bestehen, was jetzt schon gefühlt so ist, aber eigentlich nicht. Ich meine, ich level 2 Stunden, mache Kriton und dann erst Tower-Dailies. Also momentan ist es ja so 1/4, wenn überhaupt. Aber mit jedem Tower Daily, der dazukommt, mit jeder Tower Daily, wird der Anteil, vor allem in kürzeren Streams, momentan sind die Streams natürlich auch recht lange, wird sich auch wieder ändern. Vor allem bei den kürzeren Streams, wenn ich wirklich mal nicht so viel Zeit habe, dann wird halt wahrscheinlich der halbe Stream Tower Dailies sein und das ist halt dann auch nicht so geil. Also weder ich finde das geil, noch ihr findet das geil. Aber man will sie halt dann trotzdem machen, weil es sich so sehr lohnt. Man will sie dann auch nicht liegen lassen und gar nicht machen. Dafür lohnt sie sich zu sehr. Das ist halt das Problem. Und ja. Deswegen. Und das Ding ist halt, wenn du jetzt immer mit 2 Chars FEC anfängst, also ich habe jetzt 3 RMs auf meinem RM-Account. Das heißt, ich könnte noch 5 RMs erstellen. Und mal angenommen, ich würde jetzt die nächsten 5 Jahre jeden FEC mitnehmen, aber immer nur mit 2 Chars RM plus X. RM plus X. Dann könnte ich das noch 5 Jahre stretchen, bis mein Ringmaster-Account voll wäre. Aber ich meine, rein theoretisch dann, und das wäre dann erst in 6 Jahren, 2031 oder so FEC, und selbst dann könnte man ja theoretisch wahrscheinlich einen Ringmaster löschen, so krank das auch klingt. Aber du zockst ja eh einen neuen hoch jedes Mal. Also würde ich ja dann den löschen, der logischerweise den wenigsten Progress und so hat. Und da würde es dann wahrscheinlich welche geben, die quasi nichts gemacht haben, außer nur leveln, keine Quests und so vielleicht. Aber mit 2 Chars Questen lohnt sich jetzt ja auch nicht so außerordentlich. Also nur so die Basic Quests, aber jetzt nicht alle Quests. Ja. Also auf jeden Fall würde man sich damit auch noch ein paar Jahre sozusagen erspielen. Natürlich könnte man auch einfach so sagen, ja, mach einfach die 8 Chars und benutzt die Chars dann einfach nicht. Also nur weil du sie hast, musst du es ja nicht nutzen. Aber ich kenne mich, glaube ich, selbst so gut. Wenn ich weiß, ich habe nochmal 8 Chars,
Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht, also ich könnte wahrscheinlich nicht widerstehen, dann einfach legit nur noch Tower zu machen irgendwann. Irgendwann nur noch Tower und Kriton. 3 Stunden Tower Dailies, dann 2 Stunden Kriton offline. Irgendwann. Mit genug Charaktern. Das wäre crazy. Ja, aber genau das würde wahrscheinlich passieren und wie gesagt, weiß nicht, ob das so der Weg ist, den ich gehen will. Also ich bin zwar echt harter Verfechter der 8-Char-Taktik, vor allem wenn man langfristig erfolgreich Free-to-Play spielen will, bin ich der Meinung, dass das eigentlich der Way to go ist. Und man sieht auch wirklich immer mehr Leute, die mit 8 Chars rumlaufen. Also es sind offensichtlich doch viele Leute auch davon überzeugt. Und, naja. Aber ich habe jetzt halt schon so viele Chars, ne?